Wenn du schon seit längerem in Deutschland lebst, sind dir sicherlich ein paar Dinge aufgefallen, die Deutsche irgendwie anders machen. Das kann manchmal sehr lustig und manchmal auch ein bisschen skurril sein. In diesem Video zeige ich dir 12 witzige und auch ein bisschen merkwürdige Dinge, die die Deutschen machen. Und falls ich etwas vergessen haben sollte, ergänze es gerne in den Kommentaren. Erstens, exzessives Lüften. In manchen Sprachen gibt es nicht einmal ein Wort dafür, aber eigens für diese Sache haben die Deutschen ein Wort erfunden, nämlich Lüften. Egal zu welcher Jahreszeit, bei welchem Wetter und egal wie hoch die Heizölpreise sind, es muss gelüftet werden. Das heißt, das Fenster ganz weit aufmachen und für mehrere Minuten offen stehen lassen. Mal eben lüften. Für uns normal. Aber die YouTube-Welt staunt über die deutsche Fensteröffnen-Kultur. Eine Steigerung ist dann das Durchlüften, wo wirklich alle Fenster geöffnet werden und der Luftstrom durch die ganze Wohnung fegt, beziehungsweise durch das ganze Haus fegt. Warum machen wir das? Zum einen, um Schimmelbildung in der Wohnung zu vermeiden, um zum Beispiel auch Gerüche vom Essen zu beseitigen und manchmal auch einfach nur, um ein gutes Raumklima zu schaffen. Zweitens, bei strömendem Regen Radfahren. Wie heißt es doch so schön im Deutschen? Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und das ist nicht einfach nur so dahergesagt. Denn auch wenn sich die Deutschen gerne mal über das Wetter ärgern, so beweisen sie, indem sie bei Wind und Wetter Fahrrad fahren, dass sie nicht aus Zucker sind. Auch wenn es in Strömen regnet, es gibt hier immer diesen einen Radfahrer, den du auf dem Radweg siehst und der sich nicht von seinem Ziel abbringen lässt. I'm singing in the rain. Dazu gehört dann natürlich auch die richtige Ausrüstung, wie zum Beispiel Regenhose, Regencape, ja, und es gibt sogar Fahrradüberschuhe. Drittens, verlorene Sachen an den Zaun hängen. Bist du schon einmal an einem Haus vorbeigelaufen und hast gesehen, dass eine Mütze oder ein Handschuh am Zaun gehangen hat und du hast dich gefragt, was das soll? Nun, es ist ganz einfach. Wenn jemand etwas auf der Straße verliert, dann hebt der Finder diese Sache auf und legt oder hängt sie an den nächstgelegenen sichtbaren Ort. Das kann ein Zaun, eine Bank oder was auch immer sein. In der Hoffnung natürlich, dass die Person, die etwas verloren hat, den Gegenstand beim erneuten Vorbeigehen wiederfindet. Der Hintergrund ist auch, dass man so vermeiden möchte, dass auf den Gegenstand getreten wird und diesen so vor weiterem Schaden schützen möchte. Viertens, Bierflaschen mit allem öffnen. Dass in Deutschland gerne Bier getrunken wird, ist kein Geheimnis. Aber im Laufe der Jahre haben sich die Deutschen eine besondere Fähigkeit angeeignet. Nämlich Bierflaschen mit so ziemlich allem zu öffnen, was man gerade zur Hand hat. Feuerzeug, Papier, Handy, Schlüssel und vieles mehr. Und wenn man gerade nichts zur Hand hat, dann hilft eben der Tisch, eine andere Bierflasche oder auch einfach der Blick. Schutzbrille! Auf jeden Fall ist das Bier offen, würde ich sagen. Bier ist offen. Aber Spaß beiseite, wenn es eine olympische Disziplin im Bierflaschenöffnen geben würde, würden die Deutschen mit Sicherheit gewinnen. Fünftens, am Vatertag mit dem Bollerwagen voll Bier wandern, auch wenn man kein Vater ist. Einmal im Jahr wird in Deutschland Vatertag gefeiert. Das ist nicht anders als in anderen Ländern auch. Was aber etwas spezieller bei uns ist, ist die Tatsache, dass nicht nur Väter diesen Tag feiern, sondern auch Männer, die eigentlich noch gar keine Väter sind. Ja, ich weiß. Macht Sinn. Damit aber noch nicht genug. Am Vatertag holen sich viele Männer einen Bollerwagen, füllen diesen mit Bier und gehen dann in die Wildnis wandern. Der Tag besteht dann aus Gehen, Trinken, Gehen, Trinken, torkeln und nochmal trinken und dann mehr oder weniger nach Hause fallen.
Für Außenstehende ist das dann immer sehr amüsant zu beobachten. 6. Abendbrot. In den meisten Ländern und Kulturen ist das Abendessen die Zeit, an der die Familie zusammenkommt und gemeinsam ein leckeres, gekochtes Gericht isst. Das ist in Deutschland zum Teil auch so. In einigen Haushalten jedoch gibt es statt einer leckeren, warmen Lasagne oder Reis mit Gemüse Abendbrot. Also Brot mit Käse, Wurst oder irgendeinem anderen Aufschnitt. Im Prinzip ist es dann das Gleiche, was man auch zum Frühstück essen würde. Aber nein, mehr gibt's nicht. Naja, meine Gastgeber haben wohl keine Zeit zum Kochen gehabt. Von wegen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon von meinen Schülern darauf angesprochen wurde. In manchen Kulturen ist kaltes Essen am Morgen und auch am Abend einfach unvorstellbar. Aber ja, das Abendbrot ist ein fester Bestandteil der deutschen Kultur. Bleiben wir beim Essen. 7. Der Mettigel. Und das ist jetzt Geschmackssache. Also mir läuft es immer eiskalt den Rücken runter. Aber wir haben hier eine, wie soll ich sagen, Speise, die gerne auf Festen zubereitet wird. Und zwar ist das der Mettigel. Mett ist rohes Hackfleisch. Dieses wird dann zu einem Ball geformt. Anschließend steckt man Salzstangen rein für die Stacheln und nimmt schwarze Oliven für die Augen und die Nase. Voila, wir haben einen Mettigel. Davon nimmt man sich dann ein bisschen und streicht es sich aufs Brot. Oder auch nicht. Einfach mal original, so ohne. So, guten Appetit. Guten Appetit. Ich finde es grauenhaft. Nee, so schlecht schmeckt es nicht. Find's echt Nee. Ich finde, es Absolut schmeckt. widerlich. Nee. Es schmeckt. Richtig ekelhaft. Nee. Den letzten Mettigel habe ich übrigens zum Glück vor sehr langer Zeit auf einem Richtfest gesehen. Ein Richtfest ist ein Fest, das gefeiert wird, wenn der Rohbau vom Haus steht. 8. Wenn rot ist, nicht über die Ampel gehen. Während es in anderen Ländern eher entspannt zugeht, wenn es um das Überqueren der Straße geht, so gibt es in Deutschland eine ganz klare Regel. Niemals bei Rot über die Ampel gehen. Da verstehen die Deutschen keinen Spaß. Vor allem, wenn Kinder an der Ampel stehen. Schließlich wollen wir für die Kleinen ja kein schlechtes Vorbild sein. Aber auch wenn keine Kinder in Sichtweite sind, kriegt man beim Missachten dieser Regel gerne von anderen Passanten einen auf den Deckel. Bei Rot bleiben wir stehen, bei Grün dürfen wir weitergehen. Wenn man also eine Eskalation vermeiden möchte, besser auf Grün warten und dann gehen. 9. Pfand nicht in den Mülleimer werfen, sondern neben den Mülleimer stellen. Das Pfandsystem in Deutschland ist sicherlich einigen bekannt. Aber ist dir schon einmal aufgefallen, dass bei öffentlichen Mülleimern die Pfandflaschen nicht im, sondern um den Mülleimer herumliegen? Können die Deutschen nicht treffen oder ist ihnen die Ordnung egal? Nein. Der Grund ist eigentlich ein ganz solidarischer und positiver. Wir stellen Pfandflaschen neben den Mülleimer, damit arme Menschen wie zum Beispiel Obdachlose diese einsammeln können, ohne in den dreckigen Eimer greifen zu müssen. Da finde ich den Spruch eben so schön, Pfand gehört daneben, weil Geld schmeißt man ja auch nicht weg. Die Pfandflaschen können Sie dann in einen Automaten im Supermarkt tun und sich mit dem Pfand dann etwas zu essen kaufen. 10. Gekochte Eier im Eierbecher essen. Gekochte Eier schält man und isst sie ganz einfach, richtig? Nein. Nicht in Deutschland. Hier haben wir einen sogenannten Eierbecher. Das gekochte Ei wird da reingelegt, dann nehmen wir ein Messer und schneiden die obere Hälfte des Eis ab und löffeln das Ganze dann aus. Kreativ, nicht wahr? Als Kind fand ich das übrigens so merkwürdig, aber mit der Zeit habe ich die Vorteile erkannt. Vor allem, wenn die Eier nicht hart gekocht, sondern noch ein bisschen flüssig sind. Da macht das Auslöffeln einfach mehr Sinn. 11. Grillen. Bei egal welchem Wetter. Frühlingsbeginn, 20. März, 11 Grad Celsius, leicht bewölkt und regnerisch. Egal, die Grillsaison in Deutschland ist eröffnet. Wir lieben Grillen und auch wenn uns das Wetter nervt, darauf verzichten, Fleisch und Gemüse aufs Rost zu legen, tun wir nicht. Die Deutschen sind einfach Grill-Weltmeister. Geburtstag, es wird gegrillt. Hochzeit, es wird gegrillt. Taufe, es wird gegrillt.
Keine Lust zu kochen? Du wirst es dir denken. Richtig, es wird gegrillt. Sobald die Sonne rauskommt, verbringt Familie Schmidt ihre Freizeit im Garten. Und da gehört natürlich auch das Grillen dazu. Ich persönlich grille auch mal ganz gerne, aber wenn es das 5. Mal in der Woche ist, dann muss selbst ich passen. Kommen wir zum letzten Punkt. Die Deutschen lieben Bier, Grillen und noch eine weitere Sache. Kannst du es dir denken? Ich gebe dir einen Tipp. Richtig, ihr Auto. Das Auto ist das Statussymbol in Deutschland. Am Wochenende wird es geputzt, poliert, damit es schön und sauber aussieht. Manche gehen sogar so weit, 2 Autos zu haben. Eins für die Arbeit und eins für die Freizeit oder das Wochenende. Eine kleine Schramme oder Beule im Auto wird nicht einfach ignoriert. Man geht damit direkt in die Werkstatt und lässt sie sich richten, auch wenn man dafür ein halbes Vermögen bezahlt. Türenknallen ist übrigens eine Todsünde. Sollte dir das einmal passieren, mach dich auf diesen Spruch gefasst. Das ist kein Panzer oder das ist kein Trabi. So, wir sehen uns, ne? Ja, war nice, ne? Hau rein. Jo, mach's gut. Hallo, das ist kein Trabi, Mann. War das? Ich hab gesagt, dass das kein Trabi ist hier, man. Die Devise lautet also, willst du mit einem Deutschen Stress lieber nicht? Schließe seine Autotür stets mit Vorsicht. So, meine Lieben, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wie immer würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Folgt mir auch gerne und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.